ดีอยู่ไหมกับชายคนใหม่คนเดิมขอไว้พรให้สุขเสมอจากใจคนเคยรักกันกันวันนี้นั้นได้เพียงไม่มีแล้วคนเห็นใจเมาเหล้าก่อนปวดเจ็บปวดเกินใครจำไว้คนป่วย Die ganze Woche vor dem 13. Dezember war geprägt von mehreren Feiertagen. Deshalb kam auch wieder ein klein wenig Leben nach Phuket. Wer kam, das waren teils auf Familienbesuch, die sich ein paar Tage Urlaub noch leisten konnten. Höhepunkt der Woche war das Strandfest in Rawai mit Live-Musik und unzähligen kleinen Essensständen, an denen man sich zwischen lauter einheimischen Leckereien nur schwer entscheiden konnte. Das war mal eine schöne Abwechslung zur normalen Corona-Tristesse. Und es hat den Betreibern der Stände auch ein wenig Cash ins Portemonnaie gespült. Wegen der Feiertage wurden Reis und Eier schon am Donnerstag angeliefert und am Freitag gepackt. Denn am Samstag wollten auch die Coroneros ein wenig feiern und ließen es sich am Strand gut gehen. In der Nacht zum Sonntag war dann um 6 Uhr Fun over und die Arbeit fing an. Schon im Dunkeln sammelten sich wieder die Bedürftigen. Prop hatte in Erwartung des Ansturmes noch einmal die Reis- und Eierbestände aufgestockt und Ying hatte noch mehr Listen für die Registrierung und mehr Wartenummern gedruckt. Dann wollen wir mal loslegen. Es war ja schon reichlich Publikum da, aber das ist man gewohnt und die Prozedur ist Routine, sowohl für die Bürokraten, das ist hier nicht abwertend gemeint, wie auch für die Ordnungskräfte, ohne die wir ein Chaos hätten, sowohl für die Essensempfänger, die ohne die beiden erstgenannten Gruppen wohl die dreifache Zeit warten müssten, um vielleicht etwas zu ergattern. Das muss hier auch einmal erwähnt werden. Also, Business as usual, oder? Nicht ganz, der alte Dino wird immer fauler und hatte keine Lust, den schweren Beutel mit den Süßigkeiten immer selbst zu tragen. Deshalb hat er sich die 2 Adoptivzwillinge von Bem und Geng als Sklaven engagiert. Die müssen allerdings noch lernen, beim Verteilen kein Kind zu übersehen. Sie waren auch gleich mit Begeisterung dabei, als sie sahen, was in dem Beutel ist. Allerdings musste ihnen erstmal erklärt werden, dass man da selbst nur reingreifen darf, wenn alle anderen Kinder schon etwas bekommen haben. War aber kein Problem. Die beiden wissen, wie sich Hunger anfühlt und sind Teilen gewöhnt. Mini-Rambo Palit war auch wieder dabei, kam aber erst viel später zum Einsatz.
Während im Hinterhof noch die letzten registriert werden, wird vorne die Ausgabe gerichtet und wie gewohnt baut sich die Warteschlange langsam auf. Als dann hinter dem Ausgabetisch der Nachschub der Reisbeutel ins Stocken gerät, springen Rambo Palit und die Zwillinge ein und halten den Betrieb am Laufen. Die Coroneros sind echt froh über diese professionelle Hilfe, sonst würde das System wahrscheinlich zusammenbrechen. Als Belohnung für ihren unermüdlichen Einsatz bekommen die drei von Prop ein kleines Taschengeld zugesteckt und ziehen als Dank dann eine kleine Minishow ab. Während Prop und die Kleinen sich noch mit Faxen vergnügen, dreht vorne schon mal die Corona-Maschine in voller Drehzahl und die Warteschlange bewegt sich im Gleichtakt voran. Die Rationen werden in Empfang genommen und die Essensberge im Lokal schmelzen dahin, während draußen die Temperaturen steigen und sich jeder einen bewölkten Himmel ohne Regen wünscht.
Als sich dann die Warteschlange langsam dem Ende zuneigt, zeigt sich, na wer hätte das wohl gedacht, dass trotz Mehreinkauf mal wieder nicht genug da ist, um die Nachzügler zu versorgen. Also Wagen vorfahren und Ladefließband auf Rückwärtsgang stellen, wie schon bei den letzten Malen, ausladen und an die letzten verteilen. Rob muss noch einmal 9 Säcke Reis und Eier nachkaufen und die Reis- und Eiercrews eine kleine Extraschicht einlegen, denn die Immobilen wollen ja auch was zu essen bekommen. Von dem nachgekauften Reis und den Eiern bleibt dann noch fast die Hälfte für den kommenden Sonntag über. Als dann die letzten versorgt sind, gibt es für die arme Familie mit den 3 kleinen Kindern noch eine Überraschung. Irmgard Oppermann, eine Berliner Rentnerin, hat für die Familie schon einmal die Miete überwiesen und noch was draufgelegt. Offensichtlich hat Irmgard sich in die Familie verliebt, denn sie hat schon wieder Geld für sie geschickt. Die Familie bedankt sich vielmals und schickt liebe Grüße unbekannterweise nach Berlin.